Menschliche Intelligenz. Heutzutage reden alle über künstliche Intelligenz, Digitalisierung. Aber was ist denn eigentlich mit der menschlichen Intelligenz? Kommen wir da nicht vielleicht ein bisschen zu kurz? Ich habe zuerst ein paar Fragen. Wer hält sich von euch für intelligent? Also nicht für dumm, sondern intelligent. Das sind aber verhältnismäßig noch ganz schön wenige. Wer weiß von euch, wer kennt seinen IQ? Wer hat schon mal einen IQ-Test gemacht und kennt seinen Intelligenzquotienten? Oh, sind mehr als ich gedacht habe. Wer hält sich für überdurchschnittlich intelligent? Ja. Wer hält sich für sehr intelligent, für hochbegabt, aber traut sich jetzt nicht, sich zu melden? Jetzt überlegt mal, was würde mit euch passieren? Wie würdet ihr weiter in euren Alltag hineingehen, wenn ihr jetzt morgen die Rückmeldung bekommt, ihr seid hochbegabt? Was würde das in deinem Leben verändern? Würde das überhaupt irgendwas verändern? Also auch für deine Zukunft, würdest du dir dann mehr zutrauen für später, für den Job? Würdest du dich auf andere Stellen bewerben? Einfach mal drüber nachdenken, wirken lassen. Ich möchte euch aus meiner beruflichen Erfahrung erzählen, als Coach und Personalberaterin. Künstliche Intelligenz hier, menschliche Intelligenz ist immer noch ein absolutes Tabuthema. Häufig auch einfach total unbekannt. Viele wissen darüber überhaupt nichts oder nur Vorurteile. Da vor allem die Berufsgruppen, die dringend davon wissen sollten, zum Beispiel Ärzte, häufig darüber kaum etwas wissen, weil es im Studium auch nicht großartig darauf eingegangen wird, dadurch kann das schnell passieren, dass Fehldiagnosen geschehen. Und ganz häufig sogar auch Fehldiagnosen noch viel schlimmer, also Persönlichkeitsstörung, Borderline oder manisch-depressiv, wird auch häufig fehldiagnostiziert, weil die Ärzte eben nichts darüber wissen, über die Hochbegabung. Und umso höher der IQ ist, umso ähnlicher sind die Eigenschaften von Hochbegabten zu den Symptomen von psychisch Kranken. Klar ist es dann schwer, das auseinanderzuhalten für einen Arzt. Die künstliche Intelligenz, da schreit jeder nach. Bei der menschlichen Intelligenz, ein Beispiel aus meinem Verein hat mir letztens ein Bekannter erzählt, aus dem, was heißt das? Ach so, danke. In dem hochbegabten Verein Mensa, wo ich bin, hat mir letztens jemand erzählt, er hat eine freie Stelle in seinem in seiner Firma und ist zu seinem Chef gegangen und hat gesagt, hey, ich kenne da jemanden, der ist im IT-Wesen echt super, der wird da super reinpassen bei uns in die Firma auf die Stelle. Und der ist sogar hochbegabt. Der Chef daraufhin, was, hochbegabt? Nee, sowas brauchen wir hier nicht in unserem Unternehmen. Wir brauchen jemand so ganz Normales, so wie dich. Er ist auch bei Mensa. Das zum Thema, was für Vorurteile hier sind. Und jetzt die Frage, wenn wir mit menschlicher Intelligenz gar nicht so wirklich umgehen können, sind wir dann überhaupt fähig, mit künstlicher Intelligenz umzugehen? In solch einem Beispiel finde ich es sehr wichtig, eben mit dem Menschen selber darüber zu reden, allerdings inkognito, denn viele Menschen haben damit wirklich ein Problem. Manche in unserem hochbegabten Verein, da weiß selbst der Ehepartner das nicht, dass die Person hochbegabt ist. Aber dann ist auch wichtig, das ganze Team dort mit einzubinden. Was bedeutet das eigentlich so für die Kommunikation? Was kann man daran besser machen, um diesen Menschen wirklich einzubinden in das Team? Ich freue mich, mit euch in Kontakt zu treten. Alice Mustier, die Querdenkergärtnerin.